Ja, moin zusammen zu einem neuen Cloud Junkies Video heute. Heute haben wir wieder auch ein richtig cooles Thema, das wir euch vorstellen wollen. Und zur einen Seite ist der Joris dabei, also mein Kompagnon, wie man so schön sagt, und natürlich ich bin auch dabei. Und genau, Joris, vorweg, wie geht's dir? Danke, René. Servus erstmal. Von meiner Seite ziemlich gut. Der Sommer lässt gerade so ein bisschen auf sich wieder warten halt, ne? Ferien sind fast vorbei hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, nächste Woche geht wieder das Ernst des Lebens los. Und unsere Baustellen, die lassen auch noch auf sich warten, leider Gottes im Garten. Weil Handwerker sind gerade rar. Von daher soweit gut. Danke der Nachfrage. Und wie geht's dir? Wie hast du die letzten Tage verbracht? Jo, nö, alles gut. Genau, wir haben ja wieder schon Mitte der Woche heute. Und genau, ja, alles gut. Passt, gesund, munter, Wetter ist gut. Ich kann nicht klagen. Coole Themen wie immer. Und genau. Und die wollen wir natürlich heute auch wieder weiter fortführen. So, und Joris, du hast uns was mitgebracht. So, ich habe irgendwas von Foundry Local gehört, oder du hast es vorweg mal erzählt. So, Mhm. und dann würde ich sagen, gebe ich mal ja, die Stimme an dich und du kannst ein bisschen was erzählen. Was ist das? Warum brauchen wir das? Sehr gerne, René. Ich glaube, jeder von uns sieht es in den Medien oder auch viel, die bei LinkedIn aktiv sind, dass halt seit Monaten das Thema Datensouveränität relativ hochgeschrieben wird, na, dass man sich doch von den großen Hyperscalern bitte distanzieren soll, dass man auf die Daten doch bitte die Hoheit haben sollte und nicht alles in die Cloud shiftet. Und da sind viele Themen dabei, wo ich auch wiederum mir die Frage stelle, macht das Sinn, macht das keinen Sinn halt. Ne? Natürlich kann man sich hier für ein paar tausend Euro Hardware in die Kiste stellen, in den Keller stellen, mit dementsprechenden Grafikkarten natürlich halt, ne, weil einige Modelle sind eher GPU-lastig aufgehangen, andere eher CPU-lastig, aber die meisten brauchen halt einfach dicke Grafikkarten, damit sie reibungslos arbeiten. Und da muss man halt immer die Gegenüberstellung sich vor Augen führen, macht der Use Case Sinn? Investiere ich das Geld langfristig oder halt nicht? Ja, und da habe ich allerdings was Cooles mitgebracht. Ich würde einfach vielleicht mal meinen Monitor scheren. Also einmal ist es so, dass ich gestern Abend darauf gestoßen bin, dass man mittlerweile Hardware scheren kann. Das heißt, es gibt tatsächlich alte MacBooks. Ich würde das einfach mal gleich zeigen hier. 2 Sekunden. Teilen. Bildschirm. Damit ihr auch mal seht, wovon ich hier rede. Da bin ich gestern Abend drüber gestoßen und ich fand das ziemlich spooky irgendwie, ja. Ja, ein Kontakt auf LinkedIn hat geschrieben halt, dass er einen alten MacBook hatte, ja, mit 32 Gigabyte und den eigentlich verschenken oder verschrotten wollte, ja. Und jetzt ist es so, dass es ein Open Router Lösungsmodell gibt. Das heißt, es ist ein Stück Software, die man sich auf die Hardware drauf installiert, ja. Und dann wird alles gesteuert. Ja? Das Gerät muss im Endeffekt einfach nur an sein. Man muss eine Internetverbindung natürlich haben. Und dann werden mittlerweile gucke ich gerade mal, es müssen um die 250 Macs dort in diesem Netzwerk angeschlossen sein, ja. Und jeder, der Bock hat, ja, könnte jetzt diese Ressourcen nutzen und ein lokales LLM konsumieren. Natürlich, alle Daten, alle Prompts sind natürlich verschlüsselt halt, ja. Aber nur um einfach mal aufzuzeigen, der eine Weg einmal zu entscheiden, ich kaufe mir jetzt Hardware und große Grafikkarten und stelle es mir in die Ecke und warte auf den Tag, bis es amortisiert hat, ja. Oder man geht diesen Weg. Und ich war da echt fasziniert von. Und ich stelle mir gerade die Frage, mh, ich kenne halt auch verdammt viele Hoster, ja, warum die das nicht untereinander machen. Also da könnte man ja richtig was Cooles aufbauen. Ob jetzt die Grafikkarten vorhanden sind, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass viele Hoster auch aktuell wirklich starke Rechenleistungen im Keller haben, ja, die nicht genutzt werden halt. Und da könnte man tatsächlich sowas vielleicht auch aufsetzen halt. Ne? Aber nur mal, um zu zeigen einfach, was es geht. Und wir beide sehr Microsoft-lastig unterwegs. Ja, normal könnte man ja sagen, da gibt's was von Ratiofarm, ja, da gibt's aber auch was von Microsoft natürlich. Das heißt, wir
befinden uns immer viel im Bereich Microsoft Foundry, gerade ich. Und da hat Microsoft halt auch das sogenannte Foundry Local rausgebracht. Schon lange. Ich habe da auch letztes Jahr im August einen Blogbeitrag zu geschrieben. Und ich würde das jetzt einfach auch mal zeigen wollen, damit man sich ein Bild darauf machen kann, wie einfach es geht, heutzutage überhaupt ein LLM laufen zu haben. Es muss jetzt nicht das High-End Modell sein, da müssen wir uns, glaube ich, alle im Klaren sein, aber es ist eine coole Angelegenheit. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, ob ich... Jawohl. Ja, das tatsächlich, wo du gerade das wieder shares und zeigst, was du da gerade gezeigt hast, habe ich tatsächlich gestern auch gesehen oder vorgestern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, klingt spannend. Da stellt sich mir nur wirklich die Frage, wie sicher das wirklich ist und wie das Ganze funktioniert. Das musste man sich im Detail tatsächlich mal angucken. Also wie das wirklich läuft. Und also die Grundidee ist natürlich cool, Teilen von Ressourcen, um die Dinge zu nutzen. Also, ne, also das ist nicht so ganz verkehrt, meiner Meinung nach. Ja, Ja. aber spannend auf jeden Fall. Habe ich aber auch gesehen, bin ich auch drauf gestoßen und gibt es auch ein paar, ich sag mal, Antworten auf diesen Post, die auch sehr interessant sind. Ja, auf jeden Fall. Also das Genau. Thema wird heiß diskutiert, auch grundsätzlich halt Hardware ja oder nein. Ne? Ich habe auch gestern von einem Use Case gehört, da ging es darum, dass wenn man die Lösung in der Cloud konsumieren würde, im Jahr auf Kosten von 900.000 Euro kommen würde, wo ich so denke, wow, ja, das muss also ein großer Use Case sein. Im Gegenzug, Hardwareanschaffung, ja, legen bei 300.000 Euro. Klar, die amortisieren sich dann irgendwann mal, ja, ab einem gewissen Drittel des Jahres und ist einfach eine Hausnummer, die man zahlen muss, einmalig. Aber dann hat man tatsächlich halt die Datenhoheit, ja, und eine Kosteneinsparung halt. Aber wir müssen uns, glaube ich, alle noch nicht so wirklich was vormachen. Das sind einen sind natürlich die Large Language Models, die großen Modelle, die in der Cloud betrieben werden halt, ja, von Anthropic, von OpenAI. Die sind natürlich sehr, sehr, sehr stark leistungsfähig. Und die 1:1 natürlich lokal nachzuahmen, ist halt Stand heute noch nicht real nachbildbar. Muss man einfach mal so sagen. Deshalb muss man immer abgrenzen, welcher Use Case steht gerade im Raum, wo macht was Sinn. Zum Beispiel, ich bin ja auch ein sehr affiner Typ, was Voice-Modelle angeht halt, ne, die Realtime-Modelle. Das kannst du heute knicken halt. Ne? Wenn du die Qualitäten dir einfach anhörst, dann hörst du, wenn du das Modell lokal betreibst, auch wenn du dicke Hardware drunter hast, hörst du einfach extreme Unterschiede von der Qualität her, als wenn du es in der Azure Cloud betreibst. Und da spielen halt die großen Hyperscaler einfach ihre Macht des Rechenpowers einfach wieder halt. Ne? Das ist einfach so. Und klar, Nutznießer ist und bleibt Nvidia, muss man einfach auch mal so sagen halt. Ne? Ich glaube, die haben alles richtig gemacht. Obwohl ja Microsoft auch am eigenen Grafikchip arbeitet. Ne? CPU ist ja schon in der Mache und der eigene Grafikchip wird auch noch kommen. So, jetzt wollen wir mal in die Praxis kommen. Jetzt haben wir genug Theorie, Ja, glaube ich, hier gequatscht. Genau. Also, ich bin genau. hier in einer ganz normalen PowerShell Konsole eingeloggt, als Administrator natürlich. Und wir wollen jetzt als erstes Foundry Local installieren. Und ich merke jetzt gerade hier, 2 Sekunden. Genau. Einmal ein ganz einfacher Befehl, ja, winget install Microsoft Foundry Local, sollte bei jedem ausführbar sein. Und wenn wir das einmal ausführen, werden wir gleich sehen, dass das in kürzester Zeit die Installation durchführt. Das dauert auch nicht lange. Man sieht auch an der Zahl der Größe der Daten, dass das wirklich ein sehr, sehr kleines Paketchen ist. Und wenn das gleich installiert ist, haben wir den Befehl Foundry, um gewisse Aktionen durchzuführen. Das heißt, wir können uns den Status angucken, wir können uns anzeigen lassen, welche Modelle sind verfügbar. Man kann sie downloaden, die Modelle, und dann auch gucken, dass man sie natürlich ausführt. So, wenn wir jetzt Foundry Status einfach mal angucken, werden wir halt ausgegeben bekommen, dass der Server noch nicht gestartet ist.
Das ist jetzt für deine Windows-Maschine, ist klar, steht ja auch Windows, ne? Genau, genau. Aber geht vermutlich für 'n Mac, gibt's das bestimmt auch oder ist das Ja, eher nicht für 'n ja. Mac? Nein, nein, doch, doch, doch. Geht auch für Mac. Okay, Ganz gut. normal runterladbar, genau. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit natürlich, Foundry auch zu starten. Ups, warte mal eben. Serverstart, okay. So, jetzt wird der Dienst einmal im Hintergrund gestartet. Und jetzt sehen wir auch, wer wird uns eine lokale IP zugewiesen, halt, Localhost und auch ein Port. Den würden wir nachher auch brauchen, wenn wir zum Beispiel jetzt im Endeffekt das Modell über eine Web-Oberfläche nutzen wollen. Ich hatte dir ja vorhin schon mal erwähnt, glaube ich, ich hatte eigentlich vorgehabt, heute noch einen Container laufen zu haben, wo Open Web UI drauf läuft. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Open Web UI ist ein kostenfreier Dienst, um eine Web-Oberfläche wie ChatGPT nachzuahmen. Das hat allerdings gestern meinen Rechner gesprengt, muss ich sagen. Deshalb muss ich mir Plan B aufbauen lassen. Ich würde allerdings jetzt erstmal zeigen, welche Modelle überhaupt verfügbar sind, ja. Und wenn wir einmal, jetzt muss ich einmal hier langziehen, ich hoffe. Okay, macht mit, jawohl. Hier sehen wir jetzt im Endeffekt die Modelle, die im Angebot stehen, wenn man Foundry Local nutzen möchte. Und ich möchte einmal ganz kurz auf die Tabelle vielleicht näher eingehen, was es denn damit auf sich hat. Vielleicht kennt der ein oder andere einige Modelle. Ich denke mal, Mistral sollte bekannt sein, ne? Aus Frankreich, das einzige europäische LLM, was im Angebot ist oder generell im Angebot ist. DeepSeek kommt aus China. Dann haben wir Gwen, kommen auch aus China. Da gab es damals bei DeepSeek gab es ja damals halt die Nachricht, DeepSeek hätte die Daten von OpenAI geklaut für Trainingszwecke, ja, wo keiner das im Endeffekt nachverfolgen konnte. Aber klar, man muss sich auch, und das ist auch ein Thema, ne, wir haben zwar jetzt die Möglichkeit, lokal, ich würde sie auch nicht LLMs nennen, ich würde sie SMLs, Small Language Models nennen halt, ja, weil es einfach halt nicht die Modelle sind, die large halt sind, ja, also wie GPT oder wie Anthropic-Modelle halt. Aber klar, sie können halt lokal betrieben werden. Du kannst danach auch im Endeffekt den Netzstecker ziehen, ja, und bist wirklich autark. Aber man muss halt sagen, die Daten wurden natürlich, wenn wir jetzt von Gwen oder wenn wir jetzt von DeepSeek reden, in China trainiert einfach halt, ja. Und dann ist die Frage, mit welchen Daten wurde das trainiert? Sind die Daten valide? Sind die Daten nicht valide? Dass Daten abgegriffen werden, können wir uns 100% sicher gehen. Das ist einfach halt so, ne? Sonst wäre es ja nicht lokal. Aber da muss jeder, glaube ich, in sich gehen und überlegen, okay, möchte ich das oder möchte ich es einfach nicht? Ja, aber man hat natürlich auch Alternativen. Zum Beispiel die Pi-Modelle, die wir hier sehen. Das sind Microsoft-eigene Modelle, die Microsoft herausgebracht hat. Whisper unten übrigens auch. Das geht in Richtung Sprache, wie es auch unter der Rubrik Typ zu erkennen ist. Und hier sieht man halt auch, welche Modelle sind für die klassischen Chat-Anwendungen halt gut, welche sind multimodal. Da sehen wir gerade Mistral als glänzendes Modell. Oder welche sind im Speech-Bereich nutzbar, also Text to Voice to Text oder Text to Voice einfach halt, ne? Transcripting halt da werden die Modelle halt für meistens eingesetzt. Du siehst auch die Größe ich würde mich jetzt hier gleich erstmal auf ein etwas kleineres Modell fokussieren. René und ich kennen halt meine Misere mit meinem Computer. Ich möchte den jetzt nicht. Absolut. Ich möchte den jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, strapazieren. Wir sehen ja auch im Bereich Device, und das hatte ich auch am Anfang mal ganz kurz erwähnt, es gibt halt Modelle, die eher CPU-lastig unterwegs sind und einige, die meisten sind halt Grafik-speicherlastig, die GPUs. Und da sieht man halt einfach auch im Bereich von Tools, an welchen Modellen könnte man gewisse Tools mit anheften. Wenn hier die Ampel rot ist das Modell autark geschlossen, ja, und kann nur genutzt werden mit den Trainingsdaten, die das Modell
mitgegeben bekommen hat vom Hersteller. Ne? Da kann man nicht sagen, zapf mir mal hier Racklösung an oder such mal im Internet. Bei den Modellen, wo eine grüne Ampel hinterhängt, gibt es tatsächlich die Möglichkeit dann zu sagen, okay, bestes Beispiel, ne? Wenn wir ein Modell fragen heutzutage, wie ist aktuell die Zeit in Tokio, ja, würde ein stumpfes Modell, was halt autark für sich abgeschlossen ist, keine Antwort liefern können, beziehungsweise wird anfangen zu halluzinieren wahrscheinlich halt. Er wird irgendeine Zahl nennen, was halt gar nicht der Realität entspricht. Wenn man ein Tool anschließt, hätte man dann die Möglichkeit zu sagen, okay, nutze im Microsoft Cosmos zum Beispiel Bing Search, ja, dann erkennt das Modell, okay, ich habe auf diese Frage keine Antwort, ich gehe ins Internet, suche nach, wie ist gerade die Uhrzeit in Tokio und spielt sie dir im Endeffekt wieder halt. Ne? Das sagt die Reihe Tools aus und Caching sagt nichts anderes aus, dass du siehst oben die beiden Ampeln grün, dass diese beiden Modelle schon auf meiner Kiste installiert wurden von mir im Vorfeld zu Testzwecken. Das heißt also, die könnten wir sofort aufrufen, konsumieren. Aber ich möchte trotzdem einmal zeigen, wie man ein Modell auch runterladen kann. Ich würde jetzt mal gucken. Das sind schon hohe Gigabyte-Zahlen, würde ich sagen. Ja. Nimm mal ein kleines. Ich würde gerade sagen, komm hier. Ich stelle trotzdem eine Frage. Gerne. Vielleicht ist das vorhin nicht richtig rausgekommen. Foundry Local heißt ja, das Ding wird bei mir betrieben und es ist autark, richtig? Ja, Außer absolut autark. außer ich setze ein Tool ein, dass es die Möglichkeit gibt dafür. Das heißt, wenn ich jetzt meinem GPT-Modell sei schon, wenn ich jetzt meinem Model irgendeine Information aus meinem privaten Umfeld gebe, irgendwas Privates, und füttere das mit, wird das nicht weitergegeben. Ist das richtig? Exakt. Gut, weil das ist wichtig, weil das muss man verstehen, weil man denkt ja oft, wenn wir jetzt theoretisch das GPT, also ChatGPT im Internet nutzen, also das ganz stinknormale, was man für free, was man nutzen kann, und wir wollen da was einfügen aus unserem privaten oder was auch immer, eine Information, wird es ja zu Trainingszwecken benutzt. Das ist hier nicht der Fall. Richtig. Das sind die riesengroßen Unterschiede. Man muss halt sagen, Microsoft gewährt ja auch, wenn du auf Azure basiert und gehostete Large Language Models konsumierst, in der Azure Cloud, über Foundry zum Beispiel, dass da die Daten auch definitiv nicht für Trainingszwecke verwendet werden und keiner Zugriff auf diese Daten hat. O-Ton Microsoft, ja. Hier gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sagen, es ist alles wirklich lokal, und das ist ja auch das Thema, was ich vorhin angerissen hatte. Es kommen jetzt immer mehr Experten auf uns zu und sagen, ich möchte das gerne eigenständig hosten. Ja, du kannst auch größere Modelle heranziehen. Ne? Wenn wir unabhängig von Foundry Local uns mal betrachten, kannst du richtig coole Modelle halt lokal betreiben halt. Und es ist dann wirklich 100%ig DSGVO-konform. Ja, nochmal, du kannst wirklich eigentlich den Netzstecker ziehen und bist wirklich autark. Und das kann natürlich einmal für Hosting-Zwecke verwendet werden. Also du kannst das als Dienstleister anbieten. Du kannst aber auch sagen, ich habe einen Endkunden, der hat so hochsensible Daten, Chemiebereich, Formeln, ne, eigenentwickelte, was weiß ich was. Ja. Da könnte man dem so ein Ding einfach in den Keller stellen, sagen, tut mir leid, jetzt musst du einfach mal irgendwie 5.000 bis 8.000 Euro in die Hand nehmen, aber dann bist du 100%ig safe. Und wie du dann halt das LLM konsumierst, ja, jetzt siehst du ja auch, oder ihr seht jetzt auch hier tatsächlich halt, wir haben jetzt eine Eingabekonsole, ne? Wir könnten jetzt im Endeffekt einfach nur sagen, bitte gib mir einen Reim über Blumen wieder, ja. Oh, jetzt habe ich noch wieder mich verschrieben, aber da sieht er gerne drüber hinweg. Und das Schöne ist halt, also du siehst jetzt hier, ne, es ist jetzt nicht so wie in OpenAI, dass bumm, alles da ist halt, ja, in Bruchteilen von Sekunden, sondern er braucht natürlich schon ein bisschen länger, das Modell an sich. Ne? Und du siehst ja auch hier tatsächlich halt die B-Bezifferung halt hier. Und das sagt halt aus, wie viel Cache in RAM gespeichert und genutzt werden kann. Und umso höher natürlich der RAM ist, oder der Cache ist, umso schneller und umso umfangreichere Aufgaben kann das Large Language Model natürlich dann auch abdecken halt. Aber
Das Schöne ist halt wirklich halt, du kannst jetzt ganz normal, wie jetzt hier auch, mit einer Chat-Oberfläche in der Konsole arbeiten. Man kann aber auch eine Webseite quasi sich bauen fürs Intranet zum Beispiel, ja, wo dann halt die Belegschaft drauf zugreifen kann. Das Thema Open Web UI ist auch natürlich nochmal heiß. Das kannst du genauso tun halt, ja. Kannst dann auch das ganze Management der Benutzer und der Teams dann mit regeln. Da musst du halt schon gewisse Lösungen haben, aber du bist komplett autark. Du kannst das auch in eine Applikation einbauen und greifst indirekt beziehungsweise über einen API-Schlüssel auf diese internen Lösungen zu. Du bist auf jeden Fall safe. Das kann man definitiv sagen halt. Okay, ja, aber das ist wichtig, ne? Also, weißt du, klar, das ist jetzt auf deinem Rechner. Es gibt ja auch, vielleicht schweifen wir jetzt etwas ab. Es gibt ja auch Azure Local, weißt du ja, ne? Mhm. Azure Local kennst du ja auch. Klar. Ähm, und auch dort lassen sich mittlerweile doch Modelle hosten, oder? Oder ist das noch nicht so? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, deswegen, vielleicht weißt du das? Doch. Also man muss einmal zwei Seiten betrachten. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Das einmal ist Azure Local halt natürlich halt, ne, die Möglichkeit zu haben, lokale Infrastrukturen mit einem Azure Tenant zu verknüpfen, eine Azure Plan, Entschuldigung, um teilweise gewisse Azure Services lokal betreiben zu können. Das beste Beispiel ist halt Azure Virtual Desktop. Darfst du in der klassischen Umgebung nur in Azure hosten oder gehostet haben und anbieten. Mit Azure Local darfst du es auch lokal betreiben. Du kannst nicht out of the box auf Azure Local auch Large Language Models hosten, wie wir es jetzt gerade hier getätigt haben. Aber du kannst natürlich Foundry Local auf Azure Local installieren, ja, und dann daraus für dich selber oder für als Dienstleister für deinen Endkunden hier ein Modell hosten. Gar kein Problem. Gar kein Okay, Problem. Nur, wir müssen danke. eins noch mal ganz kurz festhalten und das missverstehen viele Partner. Azure Local ist heutzutage immer noch leider Gottes auf Endkundenebene lizenzierbar, ausschließlich halt. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Host oder mehrere Hosts betreibst und da Azure Local drauf haben möchtest, musst du das ja mit deinem Azure-Plan, der dir selber gehört, verknüpfen. Du kannst jetzt nicht als Dienstleister sagen, okay, ich habe selber einen Azure-Plan, ja, ich baue jetzt Azure Local auf, verknüpfe die Infrastruktur mit meinem Azure, mit meiner Azure Subscriptions, ja, und darf das dann als Hosting-Plattform nutzen. Das geht technisch tatsächlich schon, aber ist halt lizenzrechtlich bei Microsoft noch nicht durch. Das heißt, da wird man heute tatsächlich in Schieflage geraten. Ich kenne einige Hoster, die das machen, aber dann dediziert pro Kunde ein entweder Single Node oder mindestens 2 Nodes als ausfallsichere Lösung und die bieten dann halt Azure Local dort halt dementsprechend an und können dann auch natürlich Foundry Local drauf betreiben. Ist verständlich. Okay. Genau. Ich gehe einmal hier nochmal raus. Muss mal gucken. Normalerweise müsste das genau mit einem Abbruch sein. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ups, was geht denn hier ab? Ich möchte gerne mir mal anschauen lassen, welche Modelle denn auf Muss Foundry richtig schreiben, würde ich sagen. Ah, Würde ich denken. ja, würde ich auch sagen. Und ich muss schon wieder sagen, List, mein Gott, ne. So, hier siehst du auch tatsächlich jetzt, welche Modelle einmal auf der Platte schon sind, die ich vorher runtergeladen habe. Und einmal im grünen Bereich, welche schon in dem Speicher hochgeladen ist, ja. Und jetzt haben wir vorhin schon mal gesehen, dass wir hier oben eine IP bekommen haben. Ich würde jetzt einmal ein anderes Fenster scheren wollen. 2 Sekunden. Damit ihr auch mal seht, weil meine Intention ist natürlich nicht in diesem Browserfenster jetzt, beziehungsweise in dieser Konsolenfenster die ganze Zeit mit euch jetzt hier zu chatten. Man hat natürlich auch Möglichkeiten, sich seine eigene Lösung parat zu halten. Und wir haben schon gesprochen, René, ne? Ich wollte das mit Docker machen, mit OpenWebUI. Hat nicht funktioniert tatsächlich und demzufolge habe ich mir gedacht, weißt du was, wir bauen einfach unsere eigene Web-Oberfläche. Ich meine, die kann man jetzt ins Netz stellen, die kann man ins Intranet stellen. Jetzt läuft sie bei mir einfach ganz klassisch auf eine, jetzt mal HTML-Seite einfach ist das, ja. Und
ich muss jetzt einmal den Port hier anpassen, hier oben rechts, damit wir auch die Connections quasi aufbauen können. Und du siehst jetzt halt, wir haben Gwen 2.codex installiert. Na, hier ist der Systemprompt, den kann man natürlich auch anpassen. Du kannst sagen, bitte antworte auf Englisch oder auf Bayerisch, obwohl ich da auch gestern einige Tests gefahren habe. Und man muss halt sagen, Ja. umso kleiner das Modell ist, umso schwieriger ist es, dem mitzugeben, dass er bitte zum Beispiel im bayerischen Dialekt antworten soll halt. Ja, also da kommt er schon teilweise in Schwierigkeiten. Wenn wir aber jetzt einfach nur sagen, bitte gib mir einen Songtext über die Kindheit der 80 Jahre aus. So. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, warum jetzt hier der Fehler gekommen ist. Cashlist. Ist vielleicht nicht gestartet? Ja, ich muss gucken, welcher gestartet war. Weil das ist immer noch ein Problem. Gwen. Ah, okay. Ja, warte. Es ist das. So. Das ist. Oh. Der wählt immer das Codex-Modell aus. Nein, Entschuldigung. Ich habe nochmal auf Verbinden gedrückt und dann wählt er immer das Codex-Modell aus. Ich hatte eigentlich die Idee, dass wir jetzt Suno nehmen. Kennst du Suno? Nee, tatsächlich nicht. Okay, also Suno kann ich nur jeden wärmstens empfehlen, der so ein bisschen musikaffin ist. Ja, es ist also eine KI-Plattform, wo man sich ganz normal frei registrieren kann und wo man ja seine eigene KI-Musik machen kann. Ja, und jetzt lassen wir uns jetzt gerade hier von der KI einen Songtext machen. Und meine Idee war, wir hauen die einfach mal in Suno rein und gucken, was dabei rauskommt halt. Ja, also jetzt meine Frage an dich, René: Was für einen Musikstil magst du? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich Okay. höre alles. Von NDR1 Schleswig-Holstein bis etc. pp. Also Okay. wirklich alles. Ich habe keinen besonderen Musikgeschmack. Okay. Allerdings sind so Musikgruppen wie AC/DC, Metallica sind eins meiner, ja, ich würde sagen, wenn ich mir was wünschen könnte, denn in diese Richtung. Okay, mega. Hört sich gut an. Ich muss sagen, diejenigen, die so ein bisschen das Thema KI und Soundgenerierung, Musikgenerierung in den letzten Jahren verfolgt haben, haben noch so in Erinnerung, dass die ersten Lieder so sehr, das war so, wie war das denn? Das war so wie Michel, also deutscher Schlager-Style halt. Ja, also alles, was man generiert haben lassen konnte damals, war wirklich so wirklich schlagertechnisch. Da gab es sogar auch Gerichtsurteile halt, ne, dass Suno, und das sage ich gleich mal, wirklich sich an Musikstücken von deutschen Interpreten bedient haben, für Trainingszwecke halt, ja. Und das kam erst im Nachhinein raus, ja. Man hat da wirklich die Musikstücke gegenübergestellt und konnte wirklich Nuancen an Gleichheiten feststellen. Und da gab es richtig Zoff auf jeden Fall. Und das mussten sie dann auch nachbessern. Aber die Qualität mittlerweile halt, ne? Also ich bin ja auch eher so einer von deiner Schiene. Ich mag auch Rock, Metal halt, ne? Ja. Das ist mittlerweile so gut, ja. Man muss halt sagen, klar, Suno will natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Das heißt also in der kostenfreien Variante, die wir jetzt gleich ausprobieren, wo aber auch so ein Lied wirklich 6 bis 7 Minuten gehen kann, wirst du merken, dass da ein qualitativer Unterschied ist zu einer Minute Demo-Version der neueren Version von dieser Engine halt einfach, ja. Um das einfach mal zu testen, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal diesen schönen, coolen Songtext jetzt. Und ich muss halt sagen, ich mache das mal parallel, es gab tatsächlich auch schon die ersten KI-Songs in den Charts. Ja, also der das auch so mitbekommen hat, es gab so ein Lied mit Talahut, muss sich jeder mal angucken, YouTube gucken, mega geil. Also, und ich habe heute Morgen noch gehört, dass ich glaube Frankreich, und das fand ich so ein bisschen spooky jetzt, Frankreich hat tatsächlich jetzt dafür gesorgt, dass es in den Charts in Frankreich keine KI-Songs mehr gibt. Weil sie einfach sagen, okay, jetzt langsam reicht's aber. Wir müssen unterscheiden, was sind echte Interpreten halt, die da viel Zeit investieren halt, ja, und was eben nicht.
Und Ja, ich bin gespannt, wo das alles noch hinführt. Genau. Also Suno kann ich wirklich nur jedem wärmstens mal empfehlen. Einfach mal kostenfrei sich anmelden. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wirklich unseren Songtext einzugeben. Wir können jetzt hier sagen, Rock, Metal, das reicht und machen einfach mal Create. Und ihr werdet gleich sehen, dass jetzt das System anfängt, wirklich daraus ein Lied zu generieren. Und ich habe schon so viel gelacht, muss ich sagen, ja, weil ich weiß noch, damals mit Tobias Krom haben wir das Thema Fabric ja auch so ein bisschen aufgepusht und da haben wir Lieder generiert, das ist einfach nur noch zum Weglachen tatsächlich. Aber wirklich, wirklich cool, muss man sagen. So, wir sehen jetzt gerade hier, er macht auch direkt ein Titelbild, ja? Warum er jetzt auf Herz okay. kommt und weiß man jetzt nicht. Wir Weil warten da einfach wahrscheinlich mal Herz kurz. steht. Ich vermute weil da ein Herz Ach, steht. stimmt, habe ich gar nicht gesehen, siehst du tatsächlich. Die erste Zeile. Ja. Also das macht schon Spaß auf jeden Fall. Und es gibt mittlerweile auch wirklich, ich habe jetzt auch von einer Band gehört, die wirklich auch so alte, so das Leben in den 80ern, 70er, 80ern als Kind aufgreifen und da wirklich jetzt, oder auch so alte Werte, dass wenn eine Dame in der Straßenbahn steht, ja, und man selber sitzt, dass man halt dann den Platz anbietet, tatsächlich, also sowas zum Beispiel. Und die sind da mittlerweile erfolgreich. Also es ist jetzt so, dass die jetzt nicht die Lieder als Stream, als kostenpflichtigen Stream anbieten, ja. Ich würde mir gerne interessieren, ob das rein rechtlich überhaupt funktioniert. Aber die machen da ein Merchandising-Geschäft nebenbei. Du kannst da ne, Pullover von denen kaufen, Cappies ne, mit bedruckt. Also ich finde das schon ziemlich spannend auf jeden Fall. Aber wir hören jetzt einfach mal rein, würde ich vorschlagen. Ich muss jetzt meinen Kopfhörer an das Mikro halten, dann sollte da auch was rauskommen. Und hört ihm erstmal die beste Qualität an. Das läuft jetzt nur noch 1 Minute. Ich hoffe, man kann was hören. Sie ist an mein Herz, ein Kind in meiner Nervenfahrung, auf einem Weg, von der ich keine Sorge verlangen kann. Okay, ich hoffe, man konnte so ein bisschen was hören. Wir haben jetzt das Ja, konnte nicht man. Es war sehr, sehr laut. Okay, Entschuldigung, das müssen wir vielleicht dann runterdrosseln nachher. Aber es ist schon erschreckend, was man heute da alles mit generieren kann. Und wir haben es jetzt gerade einfach mal gesehen, ne? Ja, Außer dass wir jetzt Suno als Netzlösung genutzt haben, als Cloud-Lösung. Vielleicht gibt's ja sowas auch irgendwann mal als lokale Lösung, ja. Und dann könntest du dein eigenes Soundstudio zu Hause betreiben, ohne von irgendjemand abhängig zu sein und könntest damit dein Geld verdienen. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Ne? Es wird keine Tonstudios mehr, glaube ich, langfristig geben, weil das geht doch innerhalb von 3 Minuten hier. das ist sehr mutig gesagt, lieber Joris. Immer konjunktiv Also, tatsächlich, ja. genau. Also, grundsätzlich finde ich sowas recht cool. Also, solche Sachen, was du hier gerade, also auch was du jetzt zeigst, auch mit Suno, also wirklich, ist wirklich cool. Aber dennoch muss ich sagen, ich glaube, die reinen Produzenten, glaube ich, finden das, glaube ich, nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Und so ein bisschen Selbsterhalt sollten wir vielleicht haben, also oder zumindest lassen. Ja, Grundsätzlich ist das 'ne für Spielereien und, das ga finde ich das auch wirklich cool. Aber ich glaube, dass wir doch der Musik treu bleiben sollten, weil das ja auch so ein bisschen, ähm, ja, das Ganze zeigt, wie kreativ diese Menschen sind. Aber ja, ja, das ist dahinter ist 'ne KI, die baut das, und die macht's grandios, muss man einfach sagen. Und da können wir uns sicherlich nicht von verstecken. Das ist so, ne? Gute ja. Sache, auf jeden Fall. Aber mit dem Blick und mit dem kleinen Fingerzeig, äh, dass wir da, auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, was solche Dinge Ja, angeht.
Nein, nein, bin ich voll bei dir. Ich bin ja auch ein Freund von, also generell, dass wir uns als Menschen halt lieber treffen sollten, als mit WhatsApp rumchatten halt, ja. Und das Gleiche gilt halt auch für Musikthemen halt. Ne? Ich bin auch lieber auf Rock am Ring, ne, und lass mir da meine Ohren tui pusten, als ich sitze hier nur mit dem Kopfhörer zu Hause und höre mir meine selbstgemachten Lieder an halt einfach. Oder andere Lieder von anderen Leuten, obwohl das natürlich auch sehr spannend natürlich ist. Aber ja, ich meine, das ist jetzt aktuell nur Ist-Momentum, was aktuell alles möglich ist. Und jeder kann ja selber sich seine Gedanken machen, was da zukünftig auf uns zukommt. Ja, also es wird, glaube ich, generell, ja, es wird ein Umbruch irgendwann mal kommen, in jeglicher Art und Weise. Aber hoffentlich hat das noch ein bisschen Zeit, muss man mal so sagen. Ne? Und klar, ich glaube, es wird immer auch diese Bereiche geben, wo, ach, ich habe jetzt gar keinen Bock auf KI-Musik, ja. Ich möchte jetzt gerne Realmusik hören von echten Musikern. Und das wird, ich denke mal, der KI-Markt wird überschwemmt von Massen an Angeboten. Und wenn man dann tatsächlich Live-Musik mal hören möchte, zahlst halt deine Ticketpreise und dann gehst du einfach hin und gut ist einfach. Ja. Das wird so kommen, denke ich. Ja, also werden wir sicherlich sehen, was da noch alles kommt. Bin gespannt. Also ich meine, klar, solche Tools, solche Techniken sollen das Ganze unterstützen. Ne? Also das halte ich für sehr wichtig, um das Ganze einfacher zu machen, na klar. Und aber ja, spannende Sache, Joris. Zum Thema Foundry Local, hast du da noch was zu sagen? Also, Wichtig war mir erstmal einfach mal zu zeigen, eine Demo zu zeigen, mit welchen einfachen Mitteln, mit welchen einfachen Befehlen. Du hast ja gesehen, 3,5 MB, ne, ist also Foundry ist ja nichts. Und das kannst du ja überall fast laufen lassen. Da hast du wirklich die Möglichkeit, deine lokale LLMs, die im Angebot stehen, halt zu konsumieren. Die Liste wird dauernd erweitert. Ne? Also letztes Jahr sah die noch ganz, ganz anders aus, wo ich im August drin war. Und das war einfach jetzt nur mal das, was ich zeigen wollte. Einfach, wie einfach es geht. Und ich möchte natürlich auch wieder jeden ermutigen, macht's doch einfach mal halt. Ne? Es kostet nur eine halbe Stunde Arbeit, wenn es hochkommt. Und dann einfach mal gucken, ob es was für einen ist. Ne? Man kann Tokenkosten einsparen, man hat Datensicherheit. Und wenn man irgendwo noch vielleicht eine etwas dickere Kiste hat, kann man natürlich auch immer sich immer ein bisschen hochsteigern und gucken, okay, wie weit geht's einfach überhaupt, ne? Mit der Hardware, die ich habe. okay, cool. Ja, von meiner Seite gibt es da keine Fragen, glaube ich. In erster Linie nicht mehr. Genau, und dann wären wir, glaube ich, am Ende mit unserem coolen Video. Und von meiner Seite würde ich mich dann schon mal verabschieden und sage Tschüss. Abonniert den Kanal, das würde uns sehr freuen. Lasst einen Daumen da, kommentiert. Genau, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zusehen. Lasst, wie gesagt, einen Daumen da, abonniert uns und seid gespannt, was als nächstes kommt. Servus.